Mindestens 50% aller Kreditanträge werden abgelehnt. Damit Ihr Antrag glatt durchgeht, lieber smarter Bankkunde, und damit Sie weniger zahlen als andere Bankkunden, dafür haben wir genau dieses Video heute entwickelt. Bitte schauen Sie sich das an, auch wenn Sie aktuell nichts finanzieren wollen. Sie werden in diesem Video etwas Wichtiges fürs Leben lernen. Ja, Ratenkredit sicher und günstig bekommen, so habe ich den Begleitartikel genannt. Heute geht es auch um Insiderwissen von uns für smarte Bankkunden. Also steigen wir ein mit dem Beispiel anhand der Inkdiba. Die Inkdiba ist eine Bank, die wir besonders stark beobachten. Sie wissen das, wenn Sie schon Abonnent bei uns im YouTube-Kanal sind oder in unserer Sonntagsmail. Gehen wir in die Details rein. Ratenkredit im Vergleich zum Wohnkredit. Der Zinssatz ist offensichtlich. Hier liegt er bei aktuell nur 2,9%. Das ist natürlich verdammt günstig. Die mögliche Kredithöhe haben wir zwischen 5.000 und 50.000 Euro. Das ist eine Summe, die für die meisten genügt, und für die genau machen wir dieses Video hier. Die Rückzahlung kann man auswählen. Macht Sinn, eine Laufzeit zwischen 2 und 7 Jahren, das ist überschaubar, und es wird eine feste monatliche Rate abgebucht, und am Ende der Laufzeit ist der Kredit zurückgeführt, steht auf Null, ist alles fertig. Und was wir haben bei unserer Beispielbank, wir haben die Kondition, dass Sie Sondertilgungen machen können, und zwar jederzeit in jeder Höhe. Es bietet nicht jede Bank an, aber Sie wissen ja, wir als smarte Bankkunden arbeiten liebend gern oder nutzen, sagen wir es lieber so wie es ist, nutzen liebend gern Banken, die halt einfach die besten Konditionen anbieten. Das gehört auch zu unserer Strategie hinzu, das brauchen wir dazu. So, achso, und Laufzeit verkürzen habe ich in den Klammern hingeschrieben. Die besondere Herausforderung, ob Sie links oder rechts hier denn klicken müssen, ist das Vorhandensein von Immobilieneigentum. Die Wahrscheinlichkeit, eine Kreditzusage zu bekommen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, eine Kreditzusage zu erhöhen. Im Kern besteht die Methode aus folgender Formel. Längere Laufzeit macht kleinere Raten und gleichzeitig eine höhere Kreditwahrscheinlichkeit. Finanzierungsplan für Sie zum Nachmachen. Falls es für Sie jetzt noch nicht ganz aktuell ist, nehmen Sie denn diese Seite einfach als Reiter bei Ihnen in den Browser rein oder tun Sie sich den irgendwo verlinken, damit Sie immer wieder zurückkommen können, weil das können Sie ganz einfach nachmachen. Wir haben hier als Beispiel, bleiben wir natürlich bei den 10.000 Euro. Wir haben aber jetzt mal 3 Jahre genommen, also auf 2 Jahre das Finanzieren wirklich weniger. 3 Jahre ist eine häufige Finanzierungszeit, wo es ein überschaubarer Rahmen, und man bekommt es auch hin. Sie sehen jetzt auch, die monatliche Rate liegt beim aktuellen Zinssatz auch knapp unter 300 Euro. Das ist für viele ein überschaubarer Betrag, das kann man machen. Und dann wäre jetzt in der herkömmlichen Finanzierung alles nach 3 Jahren auf Null. Dann ist man fertig, ist gut. Auf der anderen Seite wären es 7 Jahre. Aber die tatsächliche Laufzeit liegt nur bei 3 Jahren, weil, was Sie tun werden, Sie werden natürlich diese knapp 300 Euro beiseite tun, und zwar mit folgender Strategie. Sie bedienen die Kreditrate, die wird bei Ihnen automatisch vom Konto abgebucht, die 135 Euro, und Sie tun gleichzeitig sozusagen eine Sparrate bzw. Sondertilgung, wie es im Detail funktioniert, sehen wir gleich, auch beiseite legen. Kommen Sie auf denselben Betrag und sind genau nach 3 Jahren fertig. Aber der große Unterschied ist, wenn Sie das hier beantragen, gleich 3 Jahre abzuzahlen, ist die Chance, dass Sie diesen Kredit bekommen, normal gut. Da sind wir wieder beim Einstieg. Mindestens 50% aller Kreditanträge werden abgelehnt. Ja, wenn Ihrer dabei ist, ist es halt blöd gelaufen, ja. Und genau das möchte ich für Sie nicht, für meine Community nicht. Deswegen machen wir diese Anleitung, um Ihnen zu zeigen, wie Sie auch einfach cleverer, smarter finanzieren können. Ja. Dürfen Sie weitergeben, am besten natürlich Video und Link verlinken. Hier ist es natürlich wesentlich höher, weil die Kreditrate unglaublich viel kleiner. Sie packen aber trotzdem Geld beiseite. So, wie gesagt, gilt immer, wenn es jetzt 35.000 Euro, die Sie finanzieren, einfach diese Summen halt mal 3,5 nehmen. Wenn Sie nach unserer smarte Bankkunden-Methode Ihre Finanzierung machen, Ihren Ratenkredit, möglicherweise noch etwas günstiger über die Sache mit diesem Wohnkredit, dann erhöhen Sie nach unserer Methode, mit unserer Strategie die Wahrscheinlichkeit sehr stark, dass Sie eine positive Kreditzusage bekommen, deutlich über 50%. Sie haben gleichzeitig den Einbau eines finanziellen Puffers, egal was da halt kommt, Sie kommen nicht. Und das ist immer so schade auch. Da gibt es Leute, die finanzieren halt knapp auf Dings, und da passiert irgendwas. Ja. Was ist, kommen halt
in Rückstand, wird abgebucht vom Konto und Rücklassschrift und das bringt Ärger, das ist nichts, das wollen wir nicht, das ist nichts für Sie, das ist nichts für die Bank, das muss halt ordentlich laufen. So, Sie haben viel mehr Flexibilität damit drin, weil Sie können auch Ihre Rate, ne, Sie haben die kleine Rate, die läuft immer durch und die lassen Sie auch immer durchlaufen. Sie haben den Puffer drin, dass es halt läuft. Und Sie können aber auch noch mehr zurückzahlen durch die Sondertilgung, Sie können aber auch aussetzen. Sie müssen nicht, also wenn jetzt immer mal 2 Monate irgendwie jetzt knapp ist, irgendwie so Sommerloch oder sowas, ja, dann können Sie Ihre freiwillige Sondertilgung, den Dauerauftrag ja auch mal 2 Monate aussetzen. Ja? Aber da passiert Ihnen nichts, da brennt Ihnen nichts bei der Bank an. Hier würden Sie halt Schweiß auf der Stirn kriegen, so wie ich, wenn ich für Sie diese Videos produziere. Keine Mehrkosten durch Sondertilgung, also das kennen wieder Immobilienbesitzer, die eine Finanzierung gemacht haben und wollen dann irgendwie nochmal 5.000 reinhauen, damit sie früher fertig werden. Können Sie jederzeit machen, keine zusätzlichen Kosten, kein gar nichts, ja, einfach überweisen, eine einfache Überweisung oder den Dauerauftrag, wie wir es haben. Und der Kredit ist nach unserem System genauso schnell zurückgezahlt. Ja, aber mit viel, viel, viel mehr Sicherheit und mit viel mehr Eventualitäten, was halt passieren kann. Und vom Zinssatz her ist es ja nur so eine ganz kleine Tick mehr, was es Ihnen jetzt kostet. Also nicht die 1.000 Euro, das wäre, wenn Sie jetzt wirklich über 7 Jahre sind, sondern das ist ein Fünfer ungefähr. Können Sie also wenn es jemand nachrechnet, bitte über das Kommentarfeld posten, weil Sie zahlen ja tatsächlich den Kredit ja innerhalb von 3 Jahren zurück. So, wie die Beantragung läuft, habe ich für Sie ein Schritt-für-Schritt-Video angefertigt. Vielen Dank, dass Sie das bis zu Ende angeschaut haben. Sie wissen, ich baue Ihnen auch immer wieder solche gelben Button rein, da klicken Sie rauf, da kommen Sie zu unseren Banken, wo wir die Anleitung fertig gemacht haben. Wenn es jetzt soweit ist, bei Sie, gehen Sie durch. Wenn es noch nicht so weit ist, speichern Sie das ab, dass Sie dann im richtigen Moment sich das alles nochmal anschauen können und dann zu den Leuten bekommen, wenn Sie was beantragen bei einer Bank, dass Sie dann auch das bekommen, weil das macht Sinn. Vielen Dank und bis nächste Woche wieder hier im Kanal.